Stell dir vor, du stehst auf deinem Balkon, schaust hoch in die Wolken und denkst, Mensch, da oben weht's aber ordentlich. Und während du das denkst, lädt genau dieser Wind dein Handy auf, über eine 2 Kilometer lange Leine. Klingt nach Science Fiction oder einem sehr ambitionierten Hobbyprojekt, ist es aber nicht. In China ist gerade das erste Kraftwerk der Welt abgehoben. Die große Frage, die dahinter steckt: Können wir die Energieprobleme unserer Zeit lösen, indem wir unsere Kraftwerke einfach wie riesige Drachen steigen lassen? Schauen wir uns das mal genauer an. Warum machen wir das überhaupt? Windräder kennen wir ja alle. Die stehen meistens auf Feldern oder im Meer. Aber da gibt es ein physikalisches Gesetz, das ziemlich beeindruckend ist. Die Energie im Wind steigt mit der dritten Potenz seiner Geschwindigkeit. Das heißt für uns, wenn sich die Windgeschwindigkeit verdoppelt, kriegen wir nicht doppelt so viel Strom, sondern 8-mal so viel. Verdreifacht sie sich, ist es sogar das 27-fache. Und wo weht der Wind am stärksten und konstantesten? Genau, weit über unseren Köpfen. China hat sich hier in Rekordzeit vom Nachzügler zum Weltmarktführer entwickelt. Mittlerweile kommen 64% aller Windkraftflügel weltweit aus chinesischer Produktion. Aber da der Platz am Boden begrenzt ist, geht es jetzt eben in die Vertikale, in den sogenannten Wind Highway in 2 Kilometern Höhe. Und da kommt das S2000 ins Spiel. Das ist kein normales Windrad, sondern ein gigantisches, aufblasbares Flugobjekt, 60 Meter lang, 40 Meter breit. Stell dir ein riesiges technisches Luftschiff vor, das eine Windturbine im Bauch hat. Vor kurzem gab es den ersten großen Testflug in Yibin, in der Provinz Sichuan. In nur 30 Minuten hat dieses Teil 385 Kilowattstunden Strom erzeugt. Um das mal kurz einzuordnen: Damit könnte eine vierköpfige Familie mehr als einen Monat lang alle Lichter brennen lassen und den Kühlschrank betreiben. Oder man lädt damit mal eben 5 bis 6 Tesla Model 3 komplett voll. Und das Beste? Man braucht für diese Konstruktion 40% weniger Material als für herkömmliche Windräder und spart rund 30% der Kosten. Es ist quasi eine Powerbank am Himmel, die man überall dort fliegen lassen kann, wo gerade Strom gebraucht wird. Ob in der Wüste, auf Inseln oder im Katastrophenfall. Wenn ich mir das so ansehe, komme ich ins Grübeln. Wir Menschen haben jahrhundertelang nur in den Boden gegraben, um Energie zu finden. Kohle, Gas, Öl. Jetzt fangen wir an, den Raum über uns als Ressource zu begreifen. Das ist fast schon philosophisch. Wir nutzen nicht mehr das, was unter unseren Füßen liegt und irgendwann leer ist, sondern das, was sowieso über uns hinwegzieht. Es ist eine Art vertikale Landwirtschaft für Energie. Natürlich gibt es noch Hürden. Wie wartet man so ein Teil in 2 Kilometern Höhe? Und was passiert bei einem schweren Sturm? Aber der Ansatz, den Himmel nicht nur als Kulisse, sondern als Kraftwerk zu sehen, verändert unseren Blick auf die Umwelt radikal. Vielleicht kochen wir unseren Kaffee in ein paar Jahren wirklich alle mit Strom aus den Wolken. Ein faszinierender Gedanke, oder? Was meinst du? Ist das die Zukunft der grünen Energie oder nur eine nette Spielerei für Technik-Nerds wie mich? Schreib mir deine Meinung mal unten in die Kommentare. Und wenn du Lust hast, öfter mal einen Blick hinter die Kulissen technischer Innovationen zu werfen, dann lass mir ein Like da und abonniere den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf unserer Entdeckungsreise.